Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der World Boss ist auf unserem Server down und ich habe es geschafft, mich in den Top 3 zu platzieren. Damit können wir auch gleich zusammen die Belohnung abholen, den Rahmen ausrüsten und ja, gucken, was es sonst noch für Rewards gibt. Und ja, bevor wir das machen, möchte ich sehr gerne darauf hinweisen, es läuft gerade bei mir auf YouTube eine Abstimmung zum World Boss. Wie findet ihr den World Boss, das Update bisher? Wie findet ihr das Event? Sehr gut, geht so, nicht gut oder verbesserungswürdig, hat Potenzial. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mal abstimmt. Die Abstimmung findet ihr unten in den Kommentaren angepinnt. Und ja, da könnt ihr sehr gerne mal draufklicken. Mich würde es freuen, wenn ihr daran teilnehmt, weil ich würde sehr gerne diese Abstimmung dann gebündelt mit ja, Feedback, was ich gesammelt habe, direkt nach dem Event zu Playa schicken. Ich habe mich heute mal hingesetzt, habe mir eine Stunde Zeit genommen und habe mal ausführlich mein Feedback, meine Kritik, meine Verbesserungsvorschläge, euer Feedback, was ihr dazu zu sagen habt, eure Meinung, mal gebündelt, gesammelt und mal innerhalb von einer Stunde alles aufgeschrieben, was da so angefallen ist, was da so zusammengekommen ist. Und ja, dazu werde ich wahrscheinlich morgen noch ein Video machen und euch mal meine Kritik beziehungsweise ja auch euer Feedback, was ich eingesammelt hatte, mal zeigen, was ich da denn 1:1 auch so hinschicken werde. Und genau, da möchte ich diese Abstimmung hier dann auch mit anhängen, damit das Ganze nochmal so ein bisschen untermalt. Denn ja, ich möchte auf jeden Fall, dass wir nächstes Mal ein Update haben, beziehungsweise ein Event, was ein bisschen besser läuft. Denn es ist natürlich auch ein bisschen schade so, wie es gelaufen ist, denn ich musste jetzt auch schon leider 1-2 Mal hören, dass wir Creator ja bei Playa Games da gewesen sind, das Update getestet haben und ja, es soweit ja für gut befunden haben. Und jetzt, so wie das Update rausgekommen ist, kommt das natürlich bei der Community so an, dass wir das gefeiert haben, wie es jetzt gerade so ist. Aber das ist halt eben nicht wirklich so der Fall, denn ja, die Unterstellung ist halt eben, dass wir Creator fernab der Realität sind. So was halt eben Pilzkosten, Balancing und sowas alles anbelangt, ne? Ihr müsst aber auch aus unserer Perspektive das Ganze mal sehen. Da können natürlich nicht viele hinterschauen, aber ich möchte einfach nur mal nochmal so meine ja, 3 Worte zu loswerden. Wir sind da zu Playa eingeladen worden, haben uns das Event angeschaut. Wir hatten 1-2 Stunden Zeit gehabt, um uns das komplette Event erstmal zu Gemüte zu führen. Davon brauchten wir schon bestimmt eine Stunde oder so, damit wir erstmal das Grundprinzip verstehen, wie der World Boss funktioniert, was das ist, was er macht. Bevor wir überhaupt dazu kamen, nachdem wir dann auch noch Fragen gestellt haben, ins Balancing genau reinzugehen, da war gar nicht mehr die Zeit für. Ja, wir saßen da mit, keine Ahnung, 10, 20 Creatoren in der Runde, 2, 3 von uns, unter anderem ich, hatten ein Handy in die Hand gedrückt bekommen, so, wo wir dann den World Boss drauf spielen konnten. Ja, da konnten wir dann selbst spielen. Nebenbei wurde dann der World Boss auf Englisch, also man musste sich ja dann auch noch konzentrieren nebenbei, während man gespielt hatte, auf Englisch vorne erzählt, was er so macht und was er kann, also so beides gleichzeitig. Und ja, das war halt auf einem fiktiven Testserver mit einem ja, Beta-Account, der halt eben nichts großartig aussagend ist. Diesbezüglich konnten wir da gar nicht richtig ins Detail gehen und uns die Balancing-Sachen und alles genau anschauen. Das ist auf jeden Fall was, wenn wir nächstes Mal eingeladen werden sollten und ein bestimmtes Update vorher testen, dass wir das nächstes Mal besser machen und ja, da hoffentlich dann ein deutlich größerer Zeitframe ist, um halt eben solche Updates durchzugehen, damit damit sowas halt nicht entsteht. Ja, wir sind halt eben eher auf das Update eingegangen, haben versucht, das Update zu verstehen, so die Mechanics aufzunehmen und die euch weiterzutragen, aber auf das Balancing, ja, da ist halt eben relativ wenig rausgekommen in dieser kurzen Zeit
Und das müssen wir auf jeden Fall nächstes Mal besser machen. Ja, das ist auf jeden Fall was ich nochmal so loswerden wollte. Deswegen habe ich mich heute auch hingesetzt und habe einen großen, langen Text geschrieben, den werde ich euch morgen zeigen, was eben so an Feedback und alles so zusammengekommen ist. Und ja, das wird dann halt eben losgeschickt, um da halt eben nochmal das Beste rauszuholen. Genau, jetzt haben wir aber schon 5 Minuten gelabert hier. Das wollte ich gar nicht so lange. Ja, ich wollte das gar nicht so extrem hier in die Länge ziehen. Aber es war mir nochmal wichtig, das loszuwerden. Weil ja, ich natürlich mir nicht auch anhören möchte, dass ich fernab der Realität irgendwie lebe, was solche Ausgaben angeht an Pilzkosten. Natürlich bin ich da jetzt auch kein Fan von, dass das so extrem Pay-to-Win ist, und das ist auch das, was ich morgen euch dann in meinem Feedback erzählen werde, und das, was ich halt eben auch so weiterleiten werde, und genau, deswegen das auf jeden Fall dazu. Aber jetzt kommen wir zum World Boss, und zwar haben wir es geschafft, tatsächlich Platz 3 zu erreichen im Ranking. Ja, es war ja nochmal ein bisschen spannend gewesen. Man wusste nicht ganz genau, dadurch, dass manche Leute nicht immer regelmäßig ihre Medaillen genommen haben, ist man unterbewusst in Zugzwang geraten, wodurch man halt eben auf Platz 3 ja, noch verdrängt werden hätte können, weil man wusste nicht, wie viel die anderen noch an Medaillen haben. Und deswegen habe ich da bis zum Schluss mein Bestes gegeben. Und ja, so sieht das Ganze aus, wenn man hier ja, den World Boss besiegt hat. Da liegt ein Haufen Gebeine rum. Ja, unerschrocken habt ihr euch der weltweiten Bedrohung gestellt und triumphierend den World Boss mit jeder Menge blauer Flecken in die Flucht geschlagen. Zumindest vorerst. Alle deine bisher noch nicht abgeholten Truhen sowie deine große Endbelohnung werden dir per Post zugesendet. Ja, und die werden wir uns jetzt gleich ziehen, denn wir sind hier Platz 3 geworden, und das sind unsere Boni, die wir hier bekommen vom World Boss. Ja, beim letzten haben wir es auch noch geschafft, hier noch eine Schadenstruhe tatsächlich zu ergaunern. Ja, mittlerweile sind wir mit F9 natürlich ein bisschen abgesackt. Wir werden hier ordentlich durchgereicht, weil F9 natürlich einen Tag früher auch aufhört, weil er einen Tag früher begonnen hat. Natürlich, ist ja klar. Ne? Deswegen, es sieht so aus, als ob wir hier in die Platz 8 Belohnung noch reinrutschen werden. Ich hoffe mal, dass wir uns da dann wenigstens halten. Ich hoffe mal, das geht klar. Und hier haben wir dann für 2 Wochen Hexentanz-Event am Mittwoch und für 3 Tage ein kostenloses Bierchen. Ja, also insgesamt die Performance F9, ja, ist halt eben nicht mehr der aktivste Server, das merkt man halt eben auch, ne? Aber man muss auch halt eben auch so dazu sagen, andere Server, wie zum Beispiel Fusion 8, wo ja wirklich richtig kranke, krasse, heftige Late-Game-Accounts drauf spielen, das sind halt eben Leute, die kennt jeder aus der Community, da sind richtig krasse Leute drauf, so. Aber das sind halt eben nur die ersten 1, 2 Gilden, ansonsten ist der Server auch tot. Hier sieht man halt wirklich, dass die Gesamtaktivität des Servers wirklich extrem wichtig ist. Und so kommt es, dass zum Beispiel Accounts wie auf Fusion 8, die schon 16 Jahre alt sind, ja, abstinken gegen Europa 20. Und das ist halt einfach heftig. Ja. Der vorletzte Server, der jetzt gerade released ist. Einfach nur, weil die Aktivität hier deutlich größer ist. Ja. Also das ist wirklich spannend zu beobachten auf jeden Fall. Genau, aber jetzt kommen wir mal zum wichtigsten Part, und zwar den Gutschriften. Ja. Wir haben hier noch einmal die täglichen Belohnungen. Ja. Da haben wir nochmal so die Teilnehmertruhen und die anderen Touren so aus der Kampfbeteiligung. Da haben wir hier einmal 700 Millionen Gold, ne? Das sind ja die Rewards, die haben wir ja täglich bekommen. Ja? Dann haben wir hier einmal die World Boss Kriegsbeute. Okay, hier, vor allen Dingen auch hier oben, der Shakespress hat eine Lieferung für dich. Okay, hier haben wir auch nochmal 55 Millionen. Das ist noch die restliche Kriegsbeute, die noch übergeblieben ist von den letzten paar Prozenten für den World Boss, die wir da absolviert haben. Ja, mit den Katalysatoren können wir natürlich auch nichts mehr anfangen. Und dann kommen wir jetzt zur großen Gutschrift, zum großen Reward, und zwar meine Platz 3 Belohnung holen wir uns jetzt ab. Ja, da erhalten wir einen Leggy Gem, den Rahmen in Bronze, was tatsächlich sehr gut passen wird, weil ich ja auch momentan den Elevator in Bronze habe. Also eigentlich ist ganz geil, dass wir letzten Elevator auf der 3 gelandet sind, weil das ist natürlich hier ganz cool. Ja? Und dann natürlich zahlreiche Ressourcen sowie auch 2 Milliarden Gold, was natürlich auch, zack, die Top
Belohnung ist vom Elevator. Ja, also Platz 1, 2 und 3 haben tatsächlich gleich viele Rewards bekommen. Erster Platz 4 sagt es ein bisschen ab, aber selbst hier kriegt man 1,9 Milliarden Gold. Also von daher auch eigentlich alles easy. Genau, und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, wie der Rahmen aussieht. Ja, gehen wir mal in die Einstellungen und schauen wir mal auf Character und werden mal den Rahmen equippen. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Rahmen am Start. Wir haben hier den Friendly Fire Rahmen, Shakes and Fidget, Twitch Rahmen, dann hier der Silber-Rahmen und jetzt haben wir hier auch noch den World Boss Rahmen. Der ist allerdings temporär. Ja, und 59 Tage, 23 Stunden ist das Ding hier noch aktiv. Ja, ist auch etwas, was wir an Feedback aufgenommen haben, dass es cooler wäre, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, die sind dauerhaft als temporär. Das wäre noch ein bisschen cooler und dann macht man das so, dass man jeden World Boss einen neuen Rahmen vielleicht dann bekommen könnte. Und wir rüsten ihn mal aus, ja, und so sieht er aus. Das ist das gute Stück, ja, so sieht der Rahmen aus. Wir können ja mal einen Kampf machen, damit wir mal sehen, in Action, wie der Rahmen hier in-game aussieht. Holy shit. Ja, der ist mächtig, auf jeden Fall. Der ist mächtig, ja. Wir können mal gucken. Ansonsten, Umbums ist ja auf Platz 2 gelandet. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Boah, in Silber sieht der Rahmen auch ziemlich nice aus, muss ich sagen. Ich finde den in Silber fast irgendwie sogar noch ein Stück weit geiler. Die sind sogar unterschiedlich. Ich dachte, die sind alle gleich. Hier haben wir so mit so, ja, weiß ich nicht, so Rohre hier so drinne. Bei Umbums ist es mehr so Zahnräder und sowas. Und Stiefelkotzer hat den ersten Platz belegt und bei ihnen ist er natürlich in Gold. Der sieht auch schon nicht schlecht aus. Also das muss ich wirklich sagen. Also die Rahmen gefallen mir eigentlich ganz gut und ich denke mal, ich werde jetzt meinen auch behalten, weil es ist natürlich auch ein Stück weit Prestige, sag ich mal, einer der Top 3 Spieler hier zu sein, weil ja, der ist halt sowieso temporär. Danach werde ich wieder auf meinen Friendly Fire Rahmen switchen, weil den finde ich einfach optisch irgendwie am coolsten. Ja, aber ansonsten die Rahmen sind schon recht cool, feiere ich auf jeden Fall, das ist nicht verkehrt. Wäre auf jeden Fall cool, wenn die halt dauerhaft wären. Ne? Das wäre so das Ding. Aber mal gucken. Wir werden auf jeden Fall schauen, was das Ganze so für uns bereithält noch. Morgen, wie gesagt, werde ich euch mein langes Pamphlet, was ich heute geschrieben hatte, ja, mal vortragen, damit ihr dann auch mal so seht, was ich dann immer so zu Playa denn hinschicke. Und ob ihr mit den Punkten d'accord seid. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe so eigentlich viel von vielen Ecken, sei es auf YouTube, auf Twitch oder auf Discord, so aufgesaugt und halt eben so die allgemeine Meinung versucht wiederzugeben. Ja, und auch halt, wie gesagt, auch meine persönlichen Dinge, die mich sehr gestört haben, hier beim World Boss mit dort einfließen zu lassen. Ich bin gespannt, was ihr dazu morgen sagen werdet. Ja, und hoffe auf jeden Fall, dass wir beim nächsten World Boss das Ganze hier ein wenig freundlicher für alle Spielergruppen dann sehen, denn das Event hat Potenzial. Ja, es hat Potenzial, es macht Spaß. Mir hat es auch wirklich Spaß gemacht, das Ganze hier die Tage zu begleiten und zu streamen. Aber es muss halt noch viel gemacht werden. Aber es ist definitiv ein cooles Event, muss ich wirklich so sagen. Vom Grundprinzip her ist es nice. Deswegen wollen wir hoffen, deswegen habe ich mir da auch wirklich die Mühe gegeben, dass wir da wirklich zusammen dran arbeiten, damit wir das Ganze in die richtige Richtung lenken, damit wir für alle Spielergruppen ein cooles Event draus machen einfach. Alles klar, das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.